Viele von euch wollen dieses Jahr ins Ausland umziehen und dort dann im Ausland als digitaler Nomade oder in einem steuergünstigen Wohnsitzland entsprechend dann Geld verdienen und steueroptimiert leben, um auf jeden Fall viel weniger Steuern zu bezahlen, als wo ihr jetzt Steuern bezahlt. Vielfach fehlt so ein bisschen die Inspiration, was könnte ich konkret im Ausland machen, welches Business bietet sich an. Ich meine, es ist ja ganz klar, es macht keinen Sinn, jetzt nach Spanien umzuziehen und dann in Spanien dort vor Ort einen Job zu suchen. Da ergeben sich natürlich keinerlei steuerliche Vorteile raus und das ist in den meisten Ländern genauso. Dazu kommt noch, dass diese Jobs meistens schlecht bezahlt sind. Damit tust du dir also in der Regel keinen Gefallen, in keiner Hinsicht. Damit sucht man also nach Tätigkeiten, die man mit relativ wenig Aufwand dann vom Ausland aus betreiben kann und wo man dann im Ausland auch Geld verdient. Also zum Beispiel, du wohnst in Mexiko, aber deine Kunden sind in Europa, in Deutschland, in den USA. Die generieren dir Business. Du hast im Ausland eine Firma und darüber kommt dann das Geld rein. Und das geht natürlich dann mit vielen Ländern. Wichtig ist meistens, dass die Umsätze eben im Ausland generiert werden. Vielfach, das muss man natürlich ganz ehrlich sagen, muss man natürlich aufpassen, dass man lokal in dem Land keine Betriebsstätte auslöst, indem man dort selbst unternehmerisch tätig wird. Aber unter der Annahme, dass du als digitaler Nomade letztlich dich in jedem Land nicht sehr lange aufhältst, sondern auf Reisen bist, ist das ja meistens kein Problem. Die Frage nun also, welche Businesses kann man machen? Natürlich, die Möglichkeiten hier sind unbegrenzt. Aber ich habe mir gedacht, ich stelle dir einfach mal 10 Geschäftsideen vor, die vielfach von unseren Mandanten so im Ausland praktiziert werden. Das sind jetzt alles keine großen Geheimnisse. Vieles von dem wirst du schon gehört haben. Ich teile jetzt, wie gesagt, hier nur meine Erfahrungen damit, was ich so höre, was gerade viele machen. Ich beschreibe jetzt hier diese 10 Geschäftsideen ohne eine bestimmte Reihenfolge. Geschäftsidee Nummer 1, für viele sehr interessant, ist als Trader im Ausland zu arbeiten. Das heißt, du machst zum Beispiel Crypto-Trading oder auch Forex oder einfach nur Aktien oder ETFs und kannst dann von den Erlösen, die dieses Trading generiert, dann im Ausland steuergünstig leben. Wie ich es vorhin schon beschrieben habe, ist es natürlich so, dass in vielen Ländern Einkünfte aus persönlichem Trading steuerfrei sind. Wenn du allerdings gewerblich tradest, hauptberuflich tradest, sieht es vielfach anders aus. Das muss man sich also anschauen. Gut, viele Länder, ganz ehrlich, da gibt es eine Grauzone, kann man nicht genau unterscheiden, was ist jetzt professionelles Trading, was gewerbliches Trading und was ist einfach nur sozusagen persönliches, privates Trading. Aber diesen Konflikt hier, den gilt es zu lösen. Es gibt tatsächlich viele Länder, wo du dann komplett steuerfrei traden kannst. Das heißt letztlich, deine sämtlichen Erlöse müssen nirgendwo versteuert werden. Wenn du natürlich Dividenden zum Beispiel bekommst, dann ist meistens im Sitzstaat des Emittenten noch eine Quellensteuer zu zahlen auf die Dividende. Aber gerade Veräußerungserlöse etc. sind dann steuerfrei. Das war Nummer 1. Nummer 2, viele Mandanten von uns sind im YouTube-Bereich tätig. Das ist natürlich hier ganz interessant, denn dieses Video schaust du wahrscheinlich auf YouTube gerade an. Aber ja, wir haben natürlich viele Mandanten, die hier YouTube-Kanäle betreiben, viel erfolgreicher, viel besser, als wir das machen. Die haben sich da eine Nische aufgebaut, vielleicht ein paar Kanäle tatsächlich hier aufgebaut und verdienen dort Zehntausende oftmals im Monat an Einkünften aus YouTube. Und das ist natürlich sehr interessant, weil es natürlich passives Einkommen ist, sollte man meinen. Ja, es ist passiv, aber das heißt natürlich nicht, dass es keinen Aufwand macht. Unsere Mandanten, die YouTube-Kanäle betreiben, investieren hier wahnsinnig viel Geld, Zeit und Energie, damit diese Kanäle so gut laufen. Also wirklich passiv ist es nicht, aber du kannst es natürlich von überall aus machen. Und wenn du eine schöne Nische hast und ein entsprechendes Publikum, dann kann das Ganze natürlich wirklich eine Gelddruckmaschine sein. Das war Geschäftsidee Nummer 2. Geschäftsidee Nummer 3 ist Coaching. Wir haben viele Mandanten, die Coaching anbieten in den verschiedensten Variationen und in den verschiedensten Branchen. Das ist meistens dann Coaching, was online gemacht wird über Plattformen wie Zoom, Skype oder auch Teams oder sowas. Manche Mandanten kombinieren das auch dann mit Präsenzevents. Andere Mandanten wieder haben dann auch noch Videocontent auf Videoplattformen, den sie dann vertreiben. Hier ist es ganz wichtig, dass du die steuerliche Behandlung unterscheidest. So ist es zum Beispiel so, dass wenn du jetzt Videocontent hier zur Verfügung stellst an Kunden in der Europäischen Union, dort auf jeden Fall Mehrwertsteuer fällig wird, weil es digitale Dienstleistungen sind. Das ist nicht der Fall, wenn du tatsächlich Live-Beratung anbietest, face-to-face mit Kunden oder Klienten, die du hast, so wie wir das ja zum Beispiel auch vielfach machen. Wenn du Präsenzevents machst, musst du natürlich auch darauf aufpassen, ist hier eine Betriebsstätte vor Ort, muss da zum Beispiel Umsatzsteuer abgeführt werden oder sogar Steuer auf die Gewinne. Also das kann ganz tricky sein, aber für viele Mandanten natürlich
Coaching sehr interessant. Das war Geschäftsidee Nummer 3. Geschäftsidee Nummer 4, Beratung. Beratung kann ja in vielen Formen erfolgen. Beraten kannst du online, beraten kannst du auch natürlich in persönlichen Events und persönlichen Meetings und beraten kannst du natürlich auch einfach offline, indem du hier zum Beispiel Konzepte etc., Analysen und so weiter verfasst. Ist ein sehr beliebtes Business, was von vielen digitalen Nomaden betrieben wird. Hier gibt es dann auch wieder verschiedenste Mischformen. Manchmal geht man dann eben on-site, ist hier mehrere Tage bei dem Kunden. Das ist meistens auch aus steuerlicher Sicht kein Problem. Und die meiste Arbeit findet dann aber tatsächlich remote statt. Hier ist meine Erfahrung, dass man mit deinem Kunden dann prüfen muss, welche Rechtsform für sie in Frage kommt, von der du dann die Rechnung stellst. Wir haben dann immer wieder mal Situationen, wo der Auftraggeber sagt, es muss eine EU-Firma sein, die uns eine Rechnung stellt aufgrund der Europäischen Datenschutzverordnung oder irgendwie sowas. Also prüfe hier die Rechtsform, unter welcher dann die Beratungsleistung an den Kunden abgerechnet wird. Und vielfach will der Kunde natürlich jetzt auch eine Rechtsform haben mit einer guten Reputation. Also eine Firma auf den British Virgin Islands ist wahrscheinlich nicht geeignet. Das war die Geschäftsidee Nummer 4. Geschäftsidee Nummer 5 ist alles, was mit Online-Marketing, Digital Marketing zu tun hat. Extrem beliebt hier bei vielen digitalen Nomaden. Die managen dann eben Kampagnen in Facebook, in Google Ads und was weiß ich was hier für ihre Kunden. Das kann man von überall aus machen. Man kann dann entsprechend auch andere Ressourcen über Upwork und andere Plattformen hier einbinden. Lässt sich sehr schön auch skalieren. Ein sehr beliebtes Geschäftsmodell. Das ist Geschäftsidee Nummer 5. Geschäftsidee Nummer 6 ist Dropshipping. Ich denke, jeder weiß, was Dropshipping ist. Also ich sage es nochmal ganz kurz. Du hast einen Online-Shop, aber du hast letztlich keine Ware bei dir im Lager. Du fasst die Ware letztlich nie an. Der Kunde bestellt in deinem Online-Shop und die Ware wird direkt vom Hersteller, zum Beispiel aus China oder sonst wo in Asien, an den Kunden geschickt. Kann ein interessantes Geschäftsmodell sein, wenn man in der richtigen Nische hier tätig ist. Da wurden ja doch in den letzten Jahren vielfach auch die Margen entsprechend doch knapp zum Teil, aber in der richtigen Nische natürlich sehr interessant. Hier musst du auf jeden Fall das umsatzsteuerliche Thema beachten. Da gab es ja vor ein paar Jahren einige Änderungen. Hier musst du dich also mit dem sogenannten OSS-System vertraut machen. Ein System, was in der Europäischen Union von den Finanzbehörden verwendet wird, um entsprechend dafür zu sorgen, dass die Umsatzsteuer abgeführt wird. Geschäftsidee Nummer 7, das sind die Influencer. Da haben wir tatsächlich sehr viele Mandanten, die als Influencer unterwegs sind, die eine große Community online haben und entsprechend dann eben hier Produkte von Brands und so weiter promoten. Wenn du hier einen entsprechenden Namen hast in diesem Umfeld, kann das extrem interessant sein und lässt sich natürlich hervorragend in verschiedenen Ländern tatsächlich auch so machen. Hier ist natürlich die Frage, wie der Content online generiert wird. Gerade wenn man jetzt auch an so Videos denkt oder Fotografie, kannst du das alles bei dir zu Hause machen, in dem Land, wo du wohnst oder wo du gerade als digitaler Nomade unterwegs bist. Vielfach ist es so, dass die Influencer, mit denen wir arbeiten, dann in ein anderes Land reisen, dort zum Beispiel ein tolles Airbnb mieten, wo dann für 2 Wochen lang Shoots und so weiter gemacht werden, die dann letztlich in den Kampagnen verwendet werden. Hier gibt es also viele Möglichkeiten. Steuerlich ist das Ganze sehr flexibel. Du würdest an die Brand einfach eine Rechnung schreiben mit deiner Auslandsgesellschaft, LLC oder sonst was oder auch persönlich, je nachdem, wo du wohnst. Da ist also steuerlich relativ wenig hier, was man beachten müsste. Die nächste Geschäftsidee, und jetzt lach nicht, ist OnlyFans. Wir haben etliche Mandanten, die bei OnlyFans aktiv sind. Eine sehr attraktive Plattform, wenn du eben entsprechend hier eine Community aufbauen kannst. Ähnlich wie bei den Influencern ist es so, dass du hier sehr flexibel bist. Es gibt natürlich hier einige Länder, die, was solchen Content anbelangt, den man auf OnlyFans postet, jetzt eher kritisch sind. Ich denke zum Beispiel hier an die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich dorthin ziehen würde und dann dort OnlyFans-Videos produzieren würde. Aber das ist etwas, was du eben selbst abklären musst. Ein sehr lukratives Geschäftsmodell, wenn du es schaffst, hier entsprechend was aufzubauen. Die nächste Geschäftsidee ist auch wieder E-Commerce und das ist eben auf Amazon verkaufen. Wir haben hier sehr viele Mandanten, die erfolgreich auf Amazon verkaufen, die auch solche FBA-Businesses machen und es ist natürlich sehr attraktiv, denn wenn du hier ein erfolgreiches Business aufbaust, dann kannst du tatsächlich dieses natürlich auch für ziemlich viel Geld dann nach ein paar Jahren verkaufen. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Mandanten, der war hier letztlich der Marktführer für spezielle Mottenkugeln auf Amazon im englischsprachigen Markt und es ist ja durch die Decke gegangen
gegangen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also ein sehr attraktives Modell. Auch hier würde ich sagen, wird vielfach der Aufwand unterschätzt. Also hier sieht es auch so aus, ne? Das ist ja alles passives Einkommen. Ich habe wenige bisher gesehen, die tatsächlich passives Einkommen erzielen konnten. FBA oder generell Amazon, wenn es erfolgreich ist, ist es sehr viel Aufwand, dass das alles rund läuft und so weiter und so fort. Also ich will nicht unbedingt davon ausgehen, dass du jetzt weniger Arbeit hast. Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, was du jetzt genau machst. Aber auch hier, was passive Einkünfte anbelangt, naja, wer weiß. Aber sehr attraktiv natürlich ein solches Amazon-Business. Last but not least haben wir auch AI, künstliche Intelligenz, KI. Wir haben tatsächlich viele Mandanten, die im KI-Bereich jetzt vor allen Dingen in den letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren tätig geworden sind, die jetzt zum Beispiel Dienstleistungen oder Apps oder sowas anbieten, die jetzt KI nutzen für verschiedene Sachen. Und das ist natürlich tatsächlich wirklich ein sehr interessanter Markt, wenn man hier eine clevere Idee hat, wo man KI-basierte Dienstleistungen anbietet oder eben eine App, die zum Beispiel der Kunde nutzen kann. Wir haben da einige Mandanten und es ist für mich sehr beeindruckend, welches Wachstum hier tatsächlich möglich ist, wenn man hier eine pfiffige Geschäftsidee hat. Wenn du in dem Bereich stark bist, würde ich dir auf jeden Fall raten, dir dazu mal Gedanken zu machen. So, das war nun hier unsere Geschäftsideen. 10 Geschäftsideen haben wir dir vorgestellt, die du hauptsächlich online anbieten kannst, wenn du ausgewandert bist aus dem Ausland. Es würde mich freuen, wenn hier auch eine Geschäftsidee dabei war, die dich ein bisschen inspiriert hat und die vielleicht auch für dich in Frage kommt oder zumindest die dich dazu animiert hat, weiter zu suchen nach der Geschäftsidee, die du im Ausland umsetzen kannst. Letztlich gilt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder wie der Engländer sagt, Paralysis by Analysis ist auch schlecht. Also du kannst natürlich auch durch zu viel Analyse, durch zu viel Planung dich auch selbst komplett lähmen. Irgendwann musst du den Sprung ins kalte Wasser machen. Fang mit einer Geschäftsidee an, probier es mal aus und dann wirst du sehen, wie weit du kommst. Du kannst natürlich diese Geschäftsideen auch schon entwickeln, während du noch in Deutschland oder eben in einem anderen Land lebst, bevor du in ein steuerlich interessantes Land auswanderst. Wichtig ist aber zu beachten, dass du, sobald du ein Geschäft hast, das Gewinne generiert, mit dem Umziehen schon so deine Schwierigkeiten steuerlich haben kannst, denn dann kommt es ja möglicherweise zu einer Exit-Tax. Also bereite ruhig vor, probiere ruhig aus, aber wie gesagt, bevor das Ganze dann tatsächlich hier zündet, rate ich dir schon im Ausland zu sein, um hier steuerliche Negativwirkungen zu Hause zu vermeiden. Wenn du vorhast auszuwandern, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Beratungsgespräch mit uns buchst und wir über deine steuerliche Situation und die Optimierung deiner Steuern im Ausland sprechen können. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wie du siehst, haben wir sehr viele Mandanten, mit denen wir hier tagtäglich sprechen und haben dadurch sehr viel Erfahrung mit Personen, die ins Ausland umziehen, entweder als digitale Nomaden oder die sich irgendwo niederlassen. Da schöpfen wir aus einem Fundus langjähriger Erfahrung. Wir haben viele Steuerberater und Rechtsanwälte in vielen Ländern, die dir helfen können, gemeinsam mit uns deine Auswanderung zum Erfolg zu machen. Und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam dein Business im Ausland zum Fliegen zu bringen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.